als Produzent von Billigspielzeug hat man es heutzutage natürlich wirklich schwer. Da alles so billig sein muss, kann man kaum was Vernünftiges produzieren. Also muss man trotzdem irgendwie auffallen. Und wie macht man das am besten? Durch einen bescheuerten Namen vielleicht? Wie zum Beispiel Gamse. Oh, kann man das sehen? Ja. Gamse ist ein LCD-Spielzeug. 3 Spiele in 1. Drehen und spielen. Tolle Soundeffekte. Was enthält es? Poker, eine Abwandlung von Poker nehme ich an, Blackjack und Spielautomaten, also Slot Machines vermutlich, Geldspielautomaten. Ja. 3 fantastische Spiele für Geschick und Aufregung liegen in deinen Händen. Einfach drehen und spielen und du wirst von dem tollen Sound begeistert sein. Ja, wenn ich schwerhörig bin vielleicht. Es ist einfach zu spielen, aber schwierig gut zu sein. Bei Spielautomaten? Ja. Hast du die Moves? Unbedingt. Wird verbrochen irgendwie in Belgien, hergestellt in China, selbstverständlich. Und da Spielautomaten ja für kleinstes Alter schon akzeptabel sind, for ages 6 and up. Oder auch ab 4, je nachdem, wie man fragt. Batterien enthalten, Gott sei Dank. Wollen wir mal reingucken. Ja, ich habe es schon aufgemacht, weil ich sehen wollte, ob die Batterien noch was taugen. Sie taten es. Tatsächlich, sie waren voll. Man beachte, Patent pending. Ich bin mir sicher, sie haben ein Patent beantragt. Aber das muss man ja auch nicht. Man kann es trotzdem draufschreiben, nicht wahr? Es gibt sogar eine Anleitung. Moment. Das ist die Anleitung in 7 Sprachen. So klein geschrieben, dass man sowieso fast nichts erkennen kann. Die Anleitung ist eigentlich auch nicht wirklich hilfreich, da sie nichts erklärt. Sie erklärt die Tastenbelegung, allerdings auf eine Weise, sodass man jedes Mal nachschlagen muss. Und die Spiele werden eigentlich nicht wirklich beschrieben. Insbesondere schlimm ist das mit den Kartenspielen, wo zwar die grundsätzliche Bedienung beschrieben wird, aber leider nicht die Kartenspiele selber. Also ist man, wenn man keinen Poker kann oder kein Blackjack, doch arg im Dunkeln. Ja, fangen wir doch mal an mit Poker, dem besagten Poker. Toll, ne? Wir haben 100 Geldeinheiten und gebt mir doch einfach mal Karten. Dieses Poker funktioniert etwas anders, als ich Poker gewöhnt bin. Normalerweise spielt man Poker ja gegen andere Leute. Und die haben dann hoffentlich ein besseres Blatt oder man hat hoffentlich ein besseres Blatt und einer gewinnt. Nicht hier. Dieses Poker funktioniert wirklich ganz anders. Ich biete mal einen. Yes! Oh ja, wir haben ein Paar. Und jetzt kann man dieses Paar halten mit den Hold-Tasten. Und dann kann man neu ziehen. Und dann hat man gewonnen. Wann hat man gewonnen? Immer dann, wenn es eine pokerkompatible Hand ist. Also wenn man ein Paar hat oder 2 Paar oder ein Royal Flush oder eine Straße oder irgendwas. Wenn man nichts hat, hat man einfach nicht gewonnen, egal was der Gegner hat, denn es gibt keinen Gegner. Großartig, nicht wahr? Man gewinnt also auch mit einem Paar von 2. Selbst wenn der Gegner eventuell was Besseres hätte, was bei dem Blatt ja möglich wäre. Das bringt also irgendwie gar nicht so furchtbar viel. Ich kann das nochmal machen, aber das wird auch nicht besser sein. Die tollen Soundeffekte, darauf sollte man achten. Halten wir mal das Ass und die Dame. Ein Ass! Win! Super! Tolle Soundeffekte, wie gesagt. Jetzt haben wir tatsächlich wieder einen gewonnen. Na, irre. Ja, langweilig, oder? Langweilig. Es wird langweiliger. Slot Machine. Die ist irgendwie wieder kaputt. Zum Teufel. Jetzt fängt er an zu... Was ist hier los? Das ging auch schon mal. Oh, ich glaube, ich habe es kaputt gemacht. Jetzt denkt er erst beim Poker? Aber das ist eine Slot Machine. Oh mein. Oh, jetzt habe ich verloren. Nochmal. Der denkt erst beim Poker. Okay, probieren wir mal Blackjack. Ihr müsst mir glauben, wenn ich euch sage, es hat schon mal funktioniert. Ich habe es gestern ausprobiert, um zumindest einen geringen Überblick darüber zu bekommen, wie das Ding überhaupt funktioniert. Und da haben alle 3 Spiele noch funktioniert. Jetzt nicht mal mehr 1 praktisch. Ja doch, das funktioniert immer noch. Leider. Hä?
Also das muss keiner verstehen, ja. Oh, ja, ich habe nichts gezogen. Der andere hat offenbar auch nichts, hat offenbar was Besseres gehabt. Der andere, den es nicht gibt. Und damit habe ich verloren. Probieren wir es nochmal. Nee, jetzt ist es kaputt gegangen. Naja, das kürzt die Sache angenehm ab. Also ich kann euch sagen, die Slot Machine war wirklich nur 2 Tasten drücken und man konnte gewinnen oder nicht. Man kann nicht mal diese Tasten benutzen, um irgendwas anzuhalten oder so, wie man bei vielen Geldspielautomaten ja machen kann. Es geht gar nichts. Man kann nur 2 Tasten drücken und hoffen, dass man was gewinnt oder nicht. Und das Blackjack ist auch nicht besser. Allerdings konnte... Oh, es geht wieder. Super. Dann gucken wir uns das doch mal an. Blackjack funktioniert immer irgendwie. Da gibt es tatsächlich auch einen Computerspieler. Da sollte ich wohl noch mal ziehen. Yes! Huh. Oh. Yes? No! Ich habe gerade verloren. Aber das funktioniert zumindest. Ja, dann bleibe ich natürlich. Na? Und gewonnen. Diese großartigen Soundeffekte, ehrlich. Wirklich. Ist großartig, ne? Ja, das war's. Mehr kann dieses Ding nicht. Und offensichtlich funktioniert es schon nach kurzer Zeit nicht mehr wirklich gut. Das hätte ich mich aber auch irgendwie gewundert, nicht wahr? Ja. Übrigens ist das dasselbe Modell wie eine Popstation, die der YouTuber Ashens vor kurzem in einem Video vorgestellt hat. Nur, dass dies hier eben die ganzen Glücksspiele hat und er die üblichen Popstation, Kampf, U-Boot und sonst was Spielchen hatte. Ansonsten sieht das Ding genauso aus und es funktioniert auch genauso. Nur, dass hier viel mehr Tasten drauf sind, weil die Spiele die einfach erfordern. Ansonsten, technisch ist es dasselbe. Danke fürs Zuschauen. Tschüss!